Sascha Winkler ist eigentlich Hundetrainer und lebt mit seinen 7 eigenen Vierbeinern in Sachsen. Doch seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar hat sich der ehemalige Berufssoldat einer anderen Aufgabe verpflichtet und ist für die Rettung zurückgelassener Haustiere in Kriegsgebieten im Einsatz. Und heute Morgen ist er nicht alleine nur bei mir, sondern in Begleitung von Donna, einer Hündin, die du gerettet hast. Also, schönen guten Morgen, Sascha, und schönen guten Morgen, Donna. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich kommen kann. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe Donna mit anmoderiert. Euch beide verbindet eine besondere Geschichte. Wie seid ihr denn zueinander gekommen? Es war Zufälle über Zufälle, die uns zusammengeführt hatten. Wir waren in der Ostukraine unterwegs. Das war eine längere Einsatztour von fast 3 Wochen, wo wir unterwegs waren. Und da waren gerade die russischen Soldaten auf Vormarsch in Lysychansk und Krematorsk. 2 Ortschaften vor Donetsk war halt eine zerbombte Tankstelle und eine neu gebaute auf der anderen Seite. Und auf der zerbombten Tankstelle habe ich sie halt gesehen. Durch Zufall, weil wir eigentlich tanken mussten bloß, weil weit und breit nirgends Tankstellen zu finden waren. Ja, und da kamen erst 3 Welpen an, so angewackelt, so erst ein bisschen skeptisch, dann ein bisschen Futter hingeworfen und dann irgendwann kamen sie noch hinterher. Ja, und dann haben wir mit den örtlichen Leuten dort kurz uns ausgetauscht und die haben uns halt gebeten, dass wir sie mitnehmen, weil es kümmert sich niemand, es sind Straßenhunde und 3 Welpen sind schon gestorben, weil sie halt den Raketenangriff auf die Tankstelle halt nicht überlebt haben. Und ja, dann haben wir erst die Welpen eingefangen und dann war es nicht so einfach, sie einzufangen. Was heißt das? Ja, sie war generell skeptisch Menschen gegenüber. Die Donna ist dann nur noch bis auf vielleicht 5, 6 Meter, vorher war sie fast bis auf 2 Meter rangekommen. Danach ist sie nur noch 5, 6, 7 Meter weg gewesen, da konnte man sie nicht schnell mal haschen. Und da habe ich sie dann mit jemand anders, einem Derek, einem Briten, der mit uns unterwegs war, quasi so ein bisschen in die Ecke von der Tankstelle getrieben und sie hat sich dann ein bisschen ergeben, sie hochgenommen und beim Hochnehmen war sofort zu spüren, dass keine Bedrohung ausgeht, weil viele in solchen Situationen beißen dann um sich. Und das war halt nicht gegeben und so ist sie mitgekommen. Und so hast du sie mitgekriegt. Okay, also du erzählst das alles ganz unaufgeregt und mit einem Selbstverständnis, als wäre das Normalste und das Alltäglichste, was man so tut. Ich habe unendlich viele Fragen. Also, du fährst in Kriegsgebiete, um Tiere aller Art zu retten. Wer ist jetzt dabei und wie machst du das? Wir haben aus Deutschland halt, weil es war eine reine polnische Stiftung, die da zusammengearbeitet haben wir aus Deutschland extrem viel Fahrten organisiert. Wir hatten fast 60 Fahrten mit Versorgungsgütern, teilweise sind die mit 10 Autos gefahren, haben Futterlieferungen aus ganz Deutschland, aus Chemnitz, Dresden, Leipzig, gab es verschiedene Zentren halt, bis nach von Bonn sind die gekommen und haben eingesammelt an die Grenze gebracht, damit wir es von der Grenze quasi ins Land bringen. Mittlerweile sind wir ungefähr 200 bis 250 Freiwillige oder selbstständig organisierte Privatleute, die von Briten, Franzosen, Italiener, Letten, Deutsche, die quasi alle in einer Facebook-Telegram-Gruppe sind. Wir haben eine Logistikgruppe, wer fährt wohin, wer kann was mitnehmen, wer hat dort Kontakte. Also international selbst organisiert, genau, und ihr seid im Austausch miteinander, alles privat. Genau, 6 Monate. Und du bist mit Kriegsgebieten vertraut. Ja, du weißt, du bist Berufssoldat, du weißt, wie man sich da verhält. Es ist nicht so, also wir können keine Werbung dafür machen, reist jetzt alle in die Ukraine, die auf jeden Fall. Genau, das ist ganz wichtig. Ja. Also, da kann man könnte es noch besser skalieren. Von den 200 bis 250 Leuten, die wir sind wir vielleicht eine Handvoll, vielleicht bis 10 Leute, die wirklich vorderste Front fahren. Alle anderen fahren in die Gebiete, wo es noch okay ist, auch nur zu Zeiten, wo es noch okay ist. Du hast ganz viele Sachen mitgebracht, die dir selber das Leben retten die ganze Zeit. Zeig mir das doch mal, weil vielleicht wird daran auch die Geschichte mit Donna noch mal klarer. Gut, dann fangen wir mit der wichtigsten Sache an, der persönlichen Ausrüstung. Da haben wir einmal die Weste, wo das Wichtigste ist eigentlich, dass die Platte, die drin ist, halt richtig sitzt und vor allen Dingen das Herz. Genau, du hast mir die eben einmal schon gezeigt vor der Sendung. Die ist total schwer. Ne? Also das ist wirklich, um die 10 Kilo. Damit unterwegs zu sein, ist wahnsinnig anstrengend. Ist aber die Lebensversicherung für dich. Oder für uns dann halt. Ja. Und ich sag mal so, umso schwerer, umso besser sind die Teflonplatten meistens, umso höhere Kaliber kann man halt abkriegen, sag ich jetzt mal so. Oder später halt. Deswegen von daher, da sollte man nicht sparen und man gewöhnt sich einfach auch schnell dran.
wenn man die ganze Zeit dran auch Was ist dir denn damit passiert, weil du sagst Kaliber, oder hast du mal was abgekriegt jetzt im Einsatz? Glücklicherweise nicht, nur die Fahrzeuge halt haben was abgekriegt. Wir hatten 3 Fahrzeuge und in den 3 Fahrzeugen sind halt Splitter reingeflogen. Wir haben einmal ist quasi, wenn wir jetzt hier sitzen und dorthin, wo die Tür ist mit dem Bullauge, da ist quasi eine Hauswand gewesen und hinter dem Gebäude ist halt eine Rakete eingeschlagen und die Splitter hat es übers Haus quasi direkt aufs Auto und rundherum geworfen. Wäre das nicht dazwischen gewesen, wäre das nicht mehr lebensnotwendig gewesen, weil dann halt solche Sachen halt, messerscharfe Splitter mit bestimmt 70, 80, 90, 100 km/h rumgeschleudert werden und das halt wirklich hunderte Meter weit. Ja. Und da ist es schon wichtig, dass man in den wichtigsten Bereichen geschützt ist halt. Wahnsinn. Ja, und dann kommt natürlich auch Reaktionsgeschwindigkeit. Am besten halt, wenn man es hört, die letzten 3 Sekunden hört man und dann hat man 3 Sekunden Zeit, wenn die Rakete direkt auf einen zukommt, sich flach hinzulegen, um so wenig wie möglich abzukriegen. Man muss einfach klar im Kopf bleiben und rational denken. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach ganz gering, dass mich als Deutscher eine Rakete an der Front dort irgendwo erwischt. Da habe ich eher einen Sechser im Lotto hier in Deutschland. Ja, ist es so? Von der negativ gesehen. Ja, aber ist von der Verhältnismäßigkeit so? Ja, weil es halt unwahrscheinlich ist, dass da dass was ganz Schlimmes passiert, wenn man trotzdem noch weit weg genug ist von der direkten Front. Direkte Front, wo Waffe mit Waffe geschossen hat, das ist eine ganz andere Hausnummer. Da würdest du nicht hinfahren oder da kommst du gar nicht hin? Das ist ganz stark abhängig, welches Personal gerade an dem Tag auf der Route, die wir haben, ist. Welche Kontakte wir haben. Wir würden dorthin fahren, aber nur unter Abklären aller möglichen Faktoren halt. Halt unsere Kontakte, einheimische Lagekennung, wenn ich mich dort schon auskenne, wie in Hake fahre ich so häufig da in den Vororten, die von freigekämpft wurden, da kannte man jeden Straßenzug dann schon, arbeitet mit Google Earth und Google Maps, weiß, wo was vermint ist und dann sind halt solche Geschosse eher das Thema. Genau, also, du hältst jetzt die ganze Zeit die Weste da in der Hand, aber nur um das einmal zu verstehen, das hier ist, was ist das? Das ist ein Granatboden sozusagen, wird hier unten angeschlagen, da sieht man sozusagen hier den Punkt so und wenn man es jetzt einmal rumdreht, hier geht der Bolzen ran vom Artilleriegeschoss. Und das Ding ist wie groß? Ja, je nachdem wie viel Sprengstoff drin ist, aber so hoch wird es schon sein. Wird 15, 20 Kilo wiegen und da ist ein komplettes Gebäude weg. Und ja, das ist so das Übliche, was man dort findet. Nochmal, du bist nicht zum Kämpfen da, sondern du bist zum Retten da. Genau. Deswegen kommen wir mal zurück auf deine Weste. Die ist... Alles wird zweckentfremdet. Genau. Sozusagen. Erste Dings haben wir Leckerlis. Die wundervoll. Weich. Wundervoll. Wir reden hier über die ganzen Geschosse. Und was bringst du mit? Rinderleckerlis. Genau. So. Und da ist erstaunlicherweise manchmal das einfachste Zeug ist halt das, was jeder Hund auch annimmt dort. Und das brauchen wir im Endeffekt, um in den Extremsituationen ein Stück weit Vertrauen zu geben. Oder die sind ja auch extremst ausgehungert. Wir haben einen Hund zum Beispiel bei so einer Rettung mitgekriegt. Donner hat schon Lust drauf. Ja, auf jeden Fall. Wobei die dann, ist schon wieder so ein Hund, die spuckt dann aus. Okay. Weil, wenn es sich unwohl fühlt, zumindest. Und da hatten wir auch... Da hatten wir gerade die Hunde eingesammelt, da war die ukrainische Infanterie neben uns im Grundstück und hat Granaten abgeschossen. Haben uns vorher gesagt, hier, ihr habt jetzt noch 5 Minuten ungefähr, dann hauen wir ab und dann dauert es noch 5 Minuten, dann werden die Russen hierher schießen. Und da hat man wie so einen Countdown gekriegt halt und jetzt müssen wir schnell machen. Wir hatten noch 2 Hunde rauszuholen aus dem Gebäude und so eine Rettung dauert manchmal bis zu einer halben, dreiviertel Stunde halt. In schlimmen Fällen, die halt auch sehr ängstlich sind und sehr viel beißen. Und man muss ja trotzdem den Hund ein Stück weit Sicherheit geben. Es bringt dir nichts, dass der dann in die Box geht und du kommst nie wieder an den Hund ran, weil der so schwer traumatisiert mit Menschen ist, dass der alles vorbeißt in Zukunft. Da ist niemandem geholfen. Vor allen Dingen nicht dort, wo wir sie da hinbringen, die müssen sie ja betreuen im Übergangswald. Und dort haben wir dann einen Hund zum Beispiel, bei der letzten Granate, der kam auf uns zugerannt. Ich habe schnell die Leckerlis rausgeholt, habe die nur auf den Weg geworfen und dann hat er angehalten. Dann habe ich schon einen Tag vorher panisch durch die Straßen rennen sehen, wo das so geknallt hatte. Und da war aber nicht ranzukommen. Und da hat er kurz angehalten. Der Derek, der mit war, der Brite, schnell hochgenommen, den Hund, und mitgenommen. Also der hat einfach nur Schwein gehabt. Ja. Und den hole ich jetzt quasi mit einer Titerbestimmung offiziell nach fast 5 Monaten auch zu einer Pflegestelle nach Deutschland, weil er jetzt einen Platz gekriegt hat, wo er hin kann. Also Top 1
Bestechungsmittel. Genau. Okay. 2 ist kombiniert, das einmal Leine für schnelle Eingriffe, weil wir da hauptsächlich auch mit den Schlingenleinen arbeiten, weil man sozusagen... Einmal rüberwerfen, los. Man kann es halten. Hunde sind generell misstrauisch, die riechen den Braten sowieso. Aber je nachdem, wie futteraffin die sind, kann man halt das schon so machen, Futter hinhalten, also ganz simpel eigentlich. Und da kriegt man die, oder wie so ein kleines Lasso halt dann nochmal drüber werfen. Und ich habe auch schon 2 Fälle gehabt, 3, 4 Anläufe und hat nie geklappt halt, weil dann wieder eine Granate eingeschlagen ist und die dann apathisch weggerannt sind halt. Das kann halt auch sein. Aber das ist ganz wichtig. Und dann halt, je nachdem was wir machen, halt noch Handschuhe, Eigenschutz und auch, wenn ich irgendwo drüber kletter, sind ja fast überall Splitter oder zerstörte Sachen, Fensterscheiben, um da nicht selber sich zu verletzen. Also das ist der mittlere Bereich. Und der äußere ist in der Regel Funkgerät oder ein Sanipack drin, dass man doch mal was für einen Notfall hat. Du hast über 500 Tiere schon gerettet, ganz unterschiedliche Tiere. Du warst über 40 Mal jetzt schon in Kriegsgebieten. Genau. Und eigentlich ist es so, dass immer eine neue Reise schon wieder vor der Tür steht. Ne? So. Genau. Bevor du mir erklärst, was dann eigentlich mit den Tieren passiert, warum machst du das? Ganz einfach, ich habe die Organisationen in Afghanistan kennengelernt. Humanitäre Hilfsorganisationen, die dort im Land tätig waren. Und es war damals schon armselig, wie schlimm die das hatten. Die waren ja jeden Tag in der Angst, verschleppt zu werden, erpresst zu werden, getötet zu werden aus irgendwelchen Erpressungsgründen oder um wieder einen Status an den Westen zu richten oder geltend zu machen. Und dann ging es so mies dort eigentlich und es hat auch niemanden interessiert, so weltpolitisch sage ich es mal so, dass ich mir gedacht habe, da wird es hier in der Ukraine auch nicht um die Tiere gehen. Und das ist nur 1000 Kilometer weit weg. Nicht mal, wenn man jetzt die Grenze nimmt. Und da ich halt mein Herz für die Tiere brennt, bin ja auch nicht umsonst Hundetrainer, habe halt ein Geschäftsmodell, alles in dem Bereich, habe ich gesagt, ich fahre dorthin und aus 4 Tagen, die ich eigentlich hinfahren wollte, sind dann fast knapp 4 Monate geworden, die ich fast am Stück komplett da war. Also, bitte nicht falsch verstehen, ne? Aber ich bin selber nicht mit Tieren groß geworden und so. Ich bin ein spätberufener Hundefreund oder so. Sein Leben aufs Spiel zu setzen, um Tiere aller Art zu retten, ist ja schon eine bemerkenswerte Berufung, die man so hat. Ja. Wie kommt das dazu? Bist du selber mit Tieren groß geworden oder wann kam diese Liebe, dass du gesagt hast, ich setze mein Leben aufs Spiel, um Tiere zu retten? Tiere habe ich schon immer und mittlerweile sind es ja auch 7 Hunde, die ich habe. Und das ist ganz banal eigentlich, wie viele ihr Leben mit einfachsten Dingen verschwenden, immer dieselben Sachen machen, nie rausgehen, nie in die Natur gehen, nie sozusagen die Welt entdecken. Hat auch nicht jeder eine Möglichkeit, ja. Da sehe ich es halt anders. Ich will mein Leben einfach sinnvoll nutzen. Und für mich zählt halt ein Tierleben genauso wertig wie ein Menschenleben. Und in dem konkreten Fall jetzt, gerade wenn der Krieg so nah ist und so, ich sag mal, Westen ähnlich ist, weil die Ukraine ist sehr westlich, dann wird auch am wenigsten an die Tiere zuerst gedacht. Und da war für mich einfach klar, das ist meine Passion. Und erstaunlicherweise auch vielen anderen. Du hast eben gesagt, du wolltest 4 Tage, dann warst du fast 4 Monate unterwegs. Du lebst in Sachsen und bist in einer Beziehung auch. Genau. Wie geht es deiner Partnerin damit? Ich sag mal so, sie hätte nicht interviewt werden sollen. Okay. Also sie hat keinen guten Faden an allem gelassen, weil ich halt wirklich ich war weg. Ich war einfach weg. Das liegt wieder in meiner Mentalität. Ich mache Dinge, die ich mache, dann auch 100%, 110% mit vollster Überzeugung. Und kann das auch nur machen, weil ich Menschen habe, die im Endeffekt trotzdem, auch wenn sie es doof finden, hinter mir stehen. Es ist eine Erfahrung fürs Leben gewesen. Keiner hat, auch alles, was mit den Rettungen, mit den ganzen Organisationen war, keiner wusste, was auf ihn zukommt. Also ich habe vieles durchs Militär halt, da konnte man Strukturen reinbringen, wusste, wie man was macht. Da hatte ich auch 2 Organisationen viel unterstützt dann in den ersten 1,5 Monaten, wie man Strukturen aufbaut, was man braucht. Und jetzt sind wir einfach autark von allem organisiert und dann ist es auch für die Familie tragbarer. Meine Eltern sagen immer sozusagen,
das ist scheiße, warum fährst du denn schon wieder hin sowas? Aber bei denen ist es halt so, die haben in 35 Jahren nicht gelernt, die müssten eigentlich das Gegenteil sagen, dass es vielleicht funktioniert. Warum werden die Hunde denn alle zurückgelassen? Also du hast gesagt, Donner ist ein Straßenhund, und Straßenhunde gibt es überall, aber warum lassen auch HaustierbesitzerInnen ihre Hunde dann zurück? Wir können uns die Situation einfach nicht vorstellen. Du fährst auf Arbeit, gehst hier nach Hafen City, fährst auf Arbeit und dann werden alle Brücken gesprengt, um in dein eigenes Zuhause zurückzukommen. Militär lässt dich nicht rein. Das ist nur ein Prozedere. Fahrzeug wird weggesprengt, du hast gar nicht die Möglichkeit, irgendwie noch was zu retten. Zweite Geschichte. Dritte Geschichte, du hast vielleicht 6, 7 Tiere. Wo sollen die hin? Und viele haben ihre Tiere auch an der Grenze halt rausgeworfen dann. Wurden mitgenommen und an der Grenze hieß es, nee, ihr kommt jetzt nicht rein, wir haben keine Möglichkeit. Der Busfahrer nimmt euch nicht mit, wenn er mitnimmt, wurden sie freigelassen. Und in manchen Fällen halt ist einfach so, Haus zerstört. Ich hatte jetzt auf meiner letzten Tour einen Rex mitgenommen, einen kleinen Schäferhund-Mix. Das Gebäude war von einer Rakete komplett erdlos, nur noch die Eingangsmauer rundherum stande. Und seine Hundehütte war glücklicherweise am Eingang vom Tor, unversehrt. Dadurch hat er es überlebt. Aber die Familie ist davon ausgegangen, dass er es nicht überlebt hat und sind nach einer Woche dass sie nicht reingekommen sind, sind sie dann geflüchtet halt, weil das gerade zu der Ostern-Großoffensive von Putin halt war. Und da war ich nämlich auch gerade in Kharkiv und das war wirklich schlimm. Da hatten wir 72 Stunden lang habe ich von unserer Unterkunft nachts Feuerwerk eigentlich am Horizont gesehen von Granateinschlägen. Wenn du solche Situationen erlebst und dann Hunde auch mitnimmst, so wie genau in dem Beispiel, hinterlässt du dann irgendwas für die, falls die mal zurückkommen, die Besitzerinnen und Besitzer? Es bleibt immer jemand da, auch es ist immer in Regionen. Wir waren in Puselox Latino, das ist so 18, 20 Kilometer vor der russischen Grenze, nördlich von Kharkiv, auch so genau auf der Hälftenstrecke in etwa, und was sehr, sehr lange, sehr stark umkämpft war. Und dort sind vielleicht 500 Häuser und es leben 15 bis 20 Leute noch dort, oder zu der Zeit. Und irgendwie hat man immer einen Kontakt, haben ja die Straßen komplett durchkämmt. Ich bin in jedes Grundstück rein, geguckt, gehört. Jeden Tag wird versucht, dort anfangen, wo wir aufgehört haben. Und man kann auch nicht jedes Leben retten, man muss auch entscheiden. Retten, ja oder nein. Alles, was eingeschlossen war, haben wir freigelassen. Alles, wo wir Kontakte hatten, wo die Einheimischen wussten, zu wem der gehört oder wo nur einer sein könnte, dem sind wir nachgegangen halt. Weil das passt noch ganz kurz dazu, hatten wir auch einen Hund, auch einen Kontakt wieder bekommen, dass wir suchen den und den Hund. Da habe ich gesagt, ja, den haben wir. Und der wurde in den Zug gesetzt mit einer Transportbox, haben wir Bescheid gesagt. Und einen Tag später haben wir ein Video gekriegt, wie sie weinend den Hund aus dem Zug rausgeholt haben und wieder vereint waren. Nur der Ordnung halber, nur 3% der Tiere, die gerettet werden, kommen in Deutschland an. Die anderen genau, 7% sogar in Polen, ja, genau. Und 90% in der Westukraine. Genau. Weil die Westukraine einfach sehr ländlich, dann hat man die Karpaten, da wird nie Krieg hinkommen, also in die ländlicheren Regionen. Bei all den Geschichten, letzte kurze Frage, bei all den Geschichten, die du erlebst und die du erzählst, hast du jemanden, der für dich da ist zwischendurch auch? Und sich um dich kümmert? Ich bin ein Mensch, ich mache das mit mir selber aus. Okay. Also ich brauchte auch niemanden und das war schon immer so und das ist auch gut. Und ich bin ein sehr reflektierender Mensch und ich sage auch immer so, ich habe nicht so mit Menschen, ich habe es mit Tieren halt. Die sind quasi also da fahre ich lieber mit denen, keine Ahnung, nach Andorra oder nach Norwegen, mache da eine Woche Aktivurlaub, wo wir jeden Tag irgendeine Tour machen auf dem Gipfel. Und dann bin ich wieder im Rhein. Sascha, vielen, vielen Dank, dass du heute Morgen hier bist, dass du all diese wahnsinnigen Geschichten mit mir, mit uns teilst und nicht müde wirst, in Kriegsgebiete zu reisen und Tiere zu retten. Vielen, vielen Dank. Es klingt komisch, aber ich freue mich schon drauf, wieder Tiere zu retten. Vielen Dank, dass Sie auch heute Morgen dabei waren bei So gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Seien Sie nächstes Mal auch dabei. Ich freue mich auf Sie. Bis dann, schönen Sonntag. Tschüss.